Hallo und herzlich willkommen. Pünktlich zum Ferienbeginn. Es hat 35 Grad und ein neues Projekt ist fertig. Ich zeige es euch mal. Wir haben hier einen Opel Movano, aber eigentlich völlig egal, was das für ein Modell ist. Ich baue jede Fahrzeugkategorie aus. Das ist quasi Fiat Ducato Basis. Wir haben hier einfach einen ganz simplen Ausbau mit 2 Sitzbänken gegenüber voneinander mit einem Tisch und einem Küchenblock. In dem Küchenblock integriert ist Abwasser- und Frischwasserversorgung und hier oben auf Kundenwunsch die Kühlbox integriert. Habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Der Gedanke daran ist, die Leute wollen einfach die Kühlbox bei sich im Haus packen, mit ins Fahrzeug nehmen und dann dort reinheben und die Reise kann beginnen. Interessantes Konzept. Wie gesagt, ich kann euch jeden Wunsch erfüllen. Hier drin haben wir noch Hängeschränke, 2 Stück mit genug Stauraum für Wäsche und hier vielleicht Küchenutensilien. Und wir haben eine Liegefläche mit 1,80 Meter in der Breite. Heißt, man könnte jetzt dort auch schon zu zweit schlafen, wenn man unter 1,80 ist. Und aktuell eine Tiefe von 1,40 Meter. Die kann ich dann noch erweitern. Und so sind wir jetzt bei 2 Meter auf 1,80 Meter. Heißt, wir haben jetzt definitiv Platz, auch zu dritt mit einem Kind hier drin zu schlafen. Das ist auch der Gedanke an dieser Fahrzeugkategorie, da wir hier vorne noch die Dreiersitzbank drin haben. Die Kunden sind in der Regel zu dritt mit Kind unterwegs, können daher dann perfekt die Fläche nutzen. Dann gehen wir mal ums Fahrzeug rum. Hier absichtlich auf die Fenster verzichtet. Dafür mit schönen Türverkleidungen, wieder in Schafswolle. Das ist echt Schaffilz, heißt, kann Feuchtigkeit aufnehmen und Feuchtigkeit auch wieder abgeben. Der ganze Innenraum ist damit verkleidet. Hier hat man genug Stauraum für das ganze Urlaubsequipment. Hier unten befindet sich noch der Anschluss für 230 Volt. Absichtlich nicht außen ans Fahrzeug eine Steckdose integriert oder so, sondern einfach, man kann im Fahrzeug anstecken und lässt das Kabel dann durch die Türgummis rausgehen. Da die 230 Volt Versorgung tendenziell nicht benötigt wird, da der Van 2x 150 Watt Solarleistung am Dach hat, ist ein Sommerfahrzeug, bedeutet, man braucht in der Regel die 230 Volt Landversorgung nicht. An der Seite nochmal der Einbau von einem Seitenfenster. Zum Beleuchtungskonzept kann ich vielleicht noch was sagen. Hier haben wir indirekte Beleuchtung einmal oben an der Decke und die Möglichkeit, noch etwas stärkeres helles Licht einzusetzen, um auch mal drin lesen zu können und zum Kochen. Dachlüfter im Heck von Beluna, um die Hitze rauszublasen oder mal frische Luft auch in den Raum zu drücken. Das ist soweit das Konzept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir befinden uns hier bei einer Preiskategorie ungefähr von 15.000 Euro. Da sind dann einige Teile vom Kunden gestellt, aber an sich bekommt ihr für das Geld einen Ausbau mit Hängeschränken, Möbelbau und einer Bettlösung, komplett gedämmt mit 2 Fenstern, Dachluke, elektronischer Versorgung und Solar. Wenn ihr Bock auf so einen Ausbau habt, dann findet ihr mich in Regenstauf in der Bayernstraße 19. Dort kann ich euch quasi jeden Wunsch erfüllen. Es gibt keinen fixen Budgetrahmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne Ferien und viel Spaß im Sommer noch.